Hallo. Sind unsere Haare okay? Das Wichtigste ist meistens bei den Interviews, ob die Haare okay sind. Hi. Hi. Hello. 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 Hey. Hello. Hello. Hey. Hi. Hey. Hey. Hello. Soy Yolanda. ¿Y tú? Hi. Ich finde es voll schön, dass ihr da seid und dass wir jetzt schon zwei richtig fette Tage hier im Studio, im Rama-Studio hinter uns haben. 4 Tage, so viele. 3. Ich glaube, es waren 7. Es gab einen Aufbautag, es auch viele Tage hier sind. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid? Oder? Ja, Ladies first. Ich bin die Güldeste und ich bin die Güldeste halt. Okay. Was spielst du, Güldeste? Ich spiele Violine und ich singe. Ah ja, okay. Und Synthesizer stimmt. Synthi auch. Ja, genau. Okay. Und du, Santi? Oh. Hallo, mein Name ist Santino Scavelli. Nein, ich bin Santi, Multipercussionist. Das meint alles, was so mit Schlagzeug, Schlagwerk zu tun hat, spiele ich. Eigentlich interessiert mich, also ich habe euch ja jetzt ausgesucht für das Stück Out Doubt und habe irgendwie gedacht, hey, was brauche ich für das Stück? Irgendwie wäre schön, ein Streichinstrument dabei zu haben. Dann habe ich natürlich gleich an dich gedacht, weil wir uns ja auch schon kennen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns noch nie vorher gesehen haben. Wir kennen uns. Geige wäre schön und Percussion. Oder eigentlich dachte ich, es soll nicht unbedingt Schlagzeug sein. Und dann dachte ich an den Santi, weil er dieses Split-Set spielt. Das fand ich irgendwie cool. Jetzt haben wir es ja doch so gemacht, dass am Ende auch noch Schlagzeug dabei ist. War ja auch cool. Wie fandet ihr denn, oder so die Kombi zu dritt für das Stück? Ist es, oder konnten wir sozusagen dieses analoge, elektronisch-akustische gut umsetzen mit dem Setup, was wir haben? Ja, würde ich sagen, ja. Also für mich war es tatsächlich toll mit dir in dem Schlagzeug-Sound-Bereich. Ich finde den zweiten Set wirklich der Hammer. Das Split-Set? Ja, Split-Set. Ja, finde ich auch echt geil. So wirklich ein bisschen Elektronik klingt halt, aber es eigentlich von akustischen Sachen gemacht ist. Das macht so einen komplett anderen Energie, hat es so Out gemacht, finde ich. Finde ich auch. Und dann mache ich wollte unbedingt den Verstärker mal hier bei dem Interview darüber sprechen. Ah, ja. Das war der Highlight für mich, ganz ehrlich, bei diesem Setting, dass wir mit über den Verstärkern gearbeitet haben und die, glaube ich, so eine besondere Sound-Ästhetik haben. Das ist der absolut Hammer gewesen. Ich mache das mit Minilog allererste Mal, mit so einem souligen Verstärker zu spielen. Das war der Highlight irgendwie. Und Violine in dem Stück. Ich mache ja ganz viele unterschiedliche Sachen mit der Geige und letzte Zeit ganz viel eher in die orientalische, indische Richtung eigentlich gegangen gehabt. Und bei deinem Stück war es wieder so eher so mehr Wasserfarben, Sounds und so eine nostalgische Klang, was ich auch ganz schön fand, nochmal sowas zu machen. Okay. War das die Frage? Ja. Was war die Frage noch? Was war die Frage? Eigentlich, also genau, wie die Kombi so zu dritt war. Top. Ja. Und ob wir halt diesen Spagat zwischen Akustik und elektronisch, ob wir das gut rüberbringen konnten oder ob das, Ja, auf jeden Fall. Also was ich spannend fand, dass es halt dann doch irgendwie letztendlich dann doch die Identität des jeweiligen Instruments nicht verloren gegangen ist. Also man konnte erkennen eben, das ist eine Geige oder das ist ein Synthi oder das ist halt ein Rhodes oder bei mir ein Drumset. Aber die Sounds halt eben, das meine ich, bis zu der Grenze, aber nicht zu viel über die Grenze hinaus, so dass man die Instrumente halt erkennen konnte. Und, du meinst jetzt, dass zum Beispiel nicht die Geige so viele Effekte drauf hatte, dass sie wie ein Synthi nicht zu weit verfremdet, weil dann kann man das, glaube ich, auch als Instrumentalist und als Zuhörer sowieso dann besser nachvollziehen, wie das halt musikalisch gemeint ist. War mein Eindruck, das fand ich halt eine Besonderheit. Aber es waren mehrere Momente, ich meine, das sind ja 4 lange Tage gewesen bis jetzt oder 3, die waren sehr intensiv. Oder 7.
Einigen wir uns auf 10. Nee, es war super intensiv, super schöne Erfahrung auf jeden Fall. Und ja, die Recherche eben nach Sound ist sowieso etwas, was mich ständig begleitet. Und das konnte ich hier total ausleben. Und deswegen hat es ja total Sinn gemacht, fand ich. Also das hat auf jeden Fall, es war eine runde Sache und es hat schon auf den Punkt gebracht, eben die akustischen Instrumente elektronisch zu interpretieren, aber nicht zu verfremden. Okay. Und also das heißt, ihr würdet euch jetzt es weder elektronischer noch akustischer eigentlich vorstellen, das Stück? Also könnte man theoretisch noch krasser in die akustische Richtung gehen mit dem Stück oder wäre es dann schon wieder... Müssen wir auch nicht beantworten. Also, das kam mir nur gerade so, weil Ja, aber ich meine, ich spiele ja schon, wir haben ist halt das doch die Synthes so benutzt. Schon in die Elektronik-Ecke finde ich eher. Ja, aber jetzt so ohne Synthes wäre es dann ein ganz anderer Touch geworden, Das oder? wäre ein anderer Tisch gewesen. Aber ich glaube, du das kannst schon machen. Ding. Also, E-Bass hätte ich jetzt nicht gesehen zum Beispiel dafür, dann wäre es mal gleich... ich denke, das ist auch eine Frage von den Instrumentalisten, die mitwirken. Ne? Also, weil jeder bringt so seinen Flavor, seine Interpretation und ich meine, du hast uns deswegen ausgesucht. Ja, aber darf ich da gleich einhaken? Hättet ihr euch noch mehr Interpretationsfreiheit gewünscht zum Beispiel, wenn man arbeitet, weil es ja war vieles auch schon einfach klar, was macht man an der Stelle, also es war vieles vorgegeben. Hättet ihr euch gewünscht, noch mehr, dass wir noch mehr quasi das erarbeiten oder dass man noch mehr Freiheiten kriegt? Oder ist es gut, dass es quasi was gab, wo man sagt, daran halten wir uns? Also für den Rahmen, den wir hatten, war das gut, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, weil anders, glaube ich, in der kurzen Zeit hätten wir es, glaube ich, nicht so gut hingekriegt. Ich denke, ich bin prinzipiell der Meinung, dass in einer Band schwierig ist, zu viel Demokratie in Anführungszeichen zu verwenden, weil es gibt meistens einer, der eine Vision hat. Klar sind natürlich alle möchten gerne halt, aber wenn einer eine Vision hat, dann finde ich das schon richtig, dass derjenige das auch durchzieht und weil dann das Gesamtbild auch stimmt und die Detailsarbeit auch von dieser Person dann einen logischen Sinn oder einen Faden folgen. Finde ich auch gut, dass du uns vorgegeben hast. Ja. Und vielleicht für das Experimentellere bräuchte man einfach mehr Zeit. Ne? Da würde die Zeit, dann müsste man einfach sagen, Für mehr Interpretation, Eigeninterpretation, ja. Für mehr Experimentelles kommt drauf an, wirklich auf die Leute. Also ich glaube, du hast eben uns ausgesucht, weil das Stück genau das gebraucht hat, was wir halt sowieso vom Haus halt herbringen. Halt. Ich denke, das ist so wie wir vorhin gesprochen haben, wie viel hat man zusammen gespielt oder nicht. Entweder man hat ein Stück und es ist vornotiert, die Score, dann ist es viel schöner, besser so zu arbeiten. Ja. Sei denn, man sagt, wir machen jetzt so eine Impro-Session, aber es gibt dann kein Stück, keine Erwartung, keine Tonalität, nichts. Das ist wirklich dann eine Impro-Session. Aber wenn es keine Impro-Session ist und es ist ein Stück, dann finde ich die Noten viel besser, weil wir nämlich tatsächlich auch für dieses Stück überhaupt zu dritt allererste Mal musiziert haben. Ja. Ginge für mich nicht, so viele Freiheiten zu haben. Und hättet ihr Lust, in der Kombination was Freies auch mal zu machen? Ganz frei? Ich denke, das ist auf jeden Fall, macht Sinn, sowas auszuprobieren. Also Lust auf jeden Fall. Und ich glaube, das bietet sich auch total, sowas dann noch so einen Kontrast zu geben, noch so eine andere Rahmenbedingungen zu bieten, sodass man eben schaut, was ergibt sich halt aus der Kombination von dem Musiker und die Kombination von der Musikalität oder die Experimente in dem Fall, was sie bringen. Also an sich harmoniert das in der Besetzung. Findest du es auch? Ja, ich möchte aber erstmal hören, was wir gemacht haben. Ja, erstmal das Ergebnis anhören. Ja, okay. Sicher. Sonst interessiert mich noch, ich weiß, ihr müsst es auch nicht beantworten, aber habt ihr irgendwie ein musikalisches Ziel oder irgendwie so einen heimlichen Traum, den ihr erreichen wollt? Ja, keinen heimlichen. Ich habe Träume. Ja, voll viele eigentlich.
Aber die Träume entwickeln sich auch bei mir. Wenn du mich jetzt vor 12 Jahren gefragt hättest, was ich mit Musik träume, geträumt habe, war total anders. Jetzt träume ich komplett was anderes und ich bin froh, dass ich das andere träume. Und meine wäre zurzeit tatsächlich immer besser und qualitäter für mich, für meine Ohren erstmal und natürlich dann für die Welt, meine Kompositionen so gut zu produzieren, dass ich außerhalb der Welt fast arbeiten kann, immer wieder. Also ich möchte immer wieder von Europa düsen. Von überall, ja. Genau, und von überall produzieren können. Das wäre halt, dass ich aber auch meine Kompositionen dann selber produzieren kann. Du weißt ja viel mit Performance-Sachen, das wäre eine von den Träumen. Gesundheit. Sorry, tut mir leid. Nicht schlimm. Suicide ist sehr präsent bei mir, was aber letztendlich verbunden ist halt, seitdem ich Kind bin, träume ich schon Soundtracks zu produzieren. Also ich möchte für Movies Musik machen. Das ist mein absolut heimlich und nicht heimlicher. Jetzt nicht mehr heimlich. Genau, ja, das würde ich. Ja, schön. Du, Santi? Ja, also es ist etwas, also ich stimme total überein, was du sagst. Man macht da eine gewisse Entwicklung als Musiker, als Mensch und oft ändern sich im Laufe der Laufbahn so die eigenen Wünsche, Träume, Erwartungen auch. Aber momentan ist ja halt mein Ziel tatsächlich so, ich habe ja Weltmusik studiert und davor auch Schlagzeug und Schlagwerk. Wo ich gerade so bin, ist eben die Welt der Percussion mehr so in einen Pop-Contest zu bringen. Also mein Ziel ist es tatsächlich jetzt, all diese Klänge, die aus dem Weltmusikkontext kommen, neu zu interpretieren und in einen anderen Gewand sozusagen einzufügen, weil es ist, glaube ich, erstmal so meine Identität. Ich komme auch aus einem Land, der unfassbar viel von anderen Kulturen beeinflusst worden ist. Also ich komme aus Süditalien, das ist mitten im Mittelmeer. Über die Geschichte weiß man ja viele Kulturen und das ist auch in unserer Kultur, glaube ich, in unserer Identität, versuchen immer so ein bisschen aus aller Welt so zusammen zu fügen und etwas Neues zu verschaffen und zu erschaffen. Und da bin ich jetzt gerade dran und das ist halt manchmal echt eine große Challenge, weil die Welt der Percussion ist oft so sehr kitschig in dem Sinne, dass man gleich, wenn man einen Rhythmus oder einen Klang hat, gleich mit einer Kultur das verbindet. Und die große Herausforderung ist ja genau das zu extrahieren und wie man das macht und wie man das produziert, ist ja die Challenge. Aber das ist ja genau das, was ich auch mit meiner Serie Monkey Beats auch die ganze Zeit mache und natürlich nicht nur klanglich, sondern auch rhythmisch, also Rhythmen auch so zu ottomanische Rhythmen zum Beispiel, das sind super lange Rhythmen und haben so eine Kraft oder auch aus Afrika oder Südindien. Genau, das ist ja so mein, bevor ich nochmal weiter aber fasse. das finde ich interessant, aber findest du, dass es jetzt mit dem Percussion-Setup, was du jetzt benutzt hast, in die Richtung geht? Oder waren das jetzt eigentlich doch hauptsächlich Instrumente, die du nicht... Doch, das eine ist doch so eine Rahmentrommel gewesen, deine Ocean Snare. Drum, ja. Also geht es so in die Richtung oder nochmal anders? Ja, also das hat auf jeden Fall. Also du meinst schon, das ist ja auch Percussion eigentlich, was also du gespielt hast. aus einer klanglichen Perspektive ist hier total so. Entschuldigung, ich verwende ja eben eine Ocean Drum als Snare. Das ist eher eine Rahmentrommel in den orientalischen Raum zu finden. Aber das, was ich spiele, ist ja eigentlich ein Schlagzeugbeat sozusagen. Ja. Trotzdem verleiht es eine organische Note, die es eigentlich sonst nicht zu finden ist. Plus noch so ein, sieht man dann in dem Video, noch so ein Pizza, weil ich eben so eine Note aus Italien bringen wollte. Nein, aber so ein Pizzateller zum Pizzakochen mit so Klimperzeug und noch Becken drin, damit noch so ein Trashing. Und das kommt eigentlich eher aus der Jungle-Musik oder Techno, dass man
viele Schlagzeuge für, wenn zum Beispiel Becken auf eine Snare, und daraus kam so ein bisschen Inspiration. Okay. Also ist ja schon eine Mischung. Aber wie sie auch vorhin gesagt hat, das ist ja eine Laufbahn. Ne? Das sind ja so Entwicklungen, die vor 5 oder 6 Jahren so... Ja. Oder beziehungsweise das mit dem Pizzateller, das kam tatsächlich vor ein paar Monaten Okay. auf die Idee. Aber Okay. das ist ein ständiger... Ja, genau, okay, ihr habt das jetzt... Aber wenn ich so was dazu sagen kann, Ja. ist zum Beispiel bei der letzten Serie von Monkey Beats habe ich genau den Beat genommen und dann habe ich das aber mit orientalischen Instrumenten dann Addiert. also genau, dadurch, dass ja die ganzen Synthes und andere Instrumente nicht da waren, war viel mehr Platz. Das heißt, konnte auch Microtime-mäßig noch mehr machen und dann habe ich auch andere Instrumente hinzugefügt. Okay. Genau. Okay, ich finde es interessant, dass ihr jetzt auch beide gesagt habt, dass es eigentlich, dass sich der Traum quasi immer ändert. Ganz spontan, wenn jetzt wirklich wie so ein Kind ein Traum, also sowas wie, ja, ich will Welttourneen spielen, also sowas meinte ich eigentlich, wir können auch jetzt gleich über was anderes reden, das muss nicht, aber ich meinte quasi gar nicht so dieses ständige Entwicklung, sondern dieses, gut, bei dir, du hast schon gesagt, ich will von überall das machen können, aber quasi noch so ein bisschen so ein... Ich würde gerne mal für 2 Jahre mindestens 200, 250 Konzerte im Jahr haben. Doch, so. Dass man einfach nur... Ich würde gerne nur auf Konzertbühnen, aber gute Bühnen, also qualitätsvolle Arbeit, Konditionen, das wäre wichtig für mich. Ja, das würde ich schon mal... Das wäre auch ein Traum von mir, ja. Cool. Also richtig müde sein, keine Stimme mehr fast haben. Und so weiter. Rock'n'Roll. Genau. Ja, okay. Ja. Schön. Gibt es irgendwas, was ihr noch sagen wollt? Oder habt ihr irgendwelche irgendwelche Tipps oder so für das, wenn ich das nächste Stück mit anderen mache? Oder wünscht ihr euch irgendeine Person, die gerne mal mitspielen soll? Oder Robert Plant. ja, okay. Ja, könnte ich ja mal nachfragen. Nee, aber so. Oder was könnte man, ja. Ich finde den Ansatz gut, ich finde die Idee auch gut. Ich freue mich auch total, da teilgenommen zu haben und Teil des Projektes gewesen zu sein. Das war eine super Erfahrung. Ich konnte auch viel mitnehmen für mich und ja, klar, wir sind alle so ein bisschen cranky. Es war schon eine Herausforderung teilweise. Versuchen immer trotzdem fokussiert und gut gelaunt zu sein, aber du hast es super gemacht. Musstest du dich anstrengen und gut gelaunt? Ja, ich musste mich tatsächlich Das war nicht echt. Das war nicht echt? Nee. War alles gespielt. Nee, aber ich finde, du hast es super gemacht, du hast es super geleitet und du hast auch die Leute gut trotzdem mit einem gewissen Charme irgendwie mitgenommen und auf dem Weg geleitet. Und ich finde das Produkt auch ganz gut. Ich finde eine super Idee. Also, ich überlege nur, wem ich empfehlen würde oder mir wünschen würde. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, jemand in die Synth-Pop-Richtung noch. Schon wieder so ein Synthesizer-Spiel. Mehr elektronisch als akustische Richtung? Nee, elektronisch oder akustisch habe ich nicht betrachtet. Okay. Aber so Keys jetzt, okay, dann Elektronik schon, aber... Ja, so Keys wäre auch schön, dann muss man es mal nicht selbst spielen. Auch, ja. Okay. Glaube ich. Ich glaube, das kommt vielleicht ein bisschen auch darauf an, was die nächsten Stück auch ist. Ja. Okay. Aber es gibt da draußen so viele tolle Künstler, Ja, voll. auch regional. Voll. Das ist schwierig, Ja, gleich einem. Voll. Okay. Cool, also für mich wären wir jetzt durch. Wollt ihr irgendwie will irgendjemand über irgendein Projekt von sich noch was sagen? Also wollt ihr quasi Werbung für euch? Nee. Okay. Ich bin der Santi. I'm Yes, guilty. dann haben wir noch einen Special Guest vorbereitet. Hast du noch was zu sagen, die Stimme aus dem Off? Okay, danke, das war's. Tschüss. Tschüss! Santinos Camelli und Gildeste Mama. Gildeste! Mama, tschüssi. Mama.